Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute werden wir eine leckere und gesunde Suppe zubereiten, eine Gemüsesuppe, perfekt für die Sommerzeit. Sehr leicht zu machen und wunderbar lecker. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier eine Menge Gemüse. Wir brauchen Spitzkohl, man kann aber auch eine andere Art von Kohl nehmen. Eine Zwiebel, Paprika, halbe Zitrone, Tomatenmark, Kartoffeln, Zucchini, Karotte, Petersilie. An Gewürze brauchen wir Pfeffer, Salz, Lorbeerblätter und zum Anbraten habe ich hier Sonnenblumenöl. Ihr könnt aber auch Rapsöl nehmen. Die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und wir legen sofort los mit dem Gemüse zubereiten. Übrigens, wenn ihr ein bisschen Musik im Hintergrund hört, das kommt aus der Nachbarschaft. Wir haben hier ein Rockerkonzert gegenüber und kann schon sein, dass man ein oder andere Lieder hier hört. So, den Spitzkohl halbiere ich erstmal. Und dann wird er in feine Streifen geschnitten. Den geschnittenen Kohl gebe ich in eine Schüssel rein. Den Kohl habe ich jetzt fertig geschnitten, bleibt separat in einer Schüssel, weil der Kohl wird als erstes angebraten und die anderen Zutaten kommen dann nachher. Die Paprika werde ich erstmal entkernen. Und in mundgerechte Stücke schneiden. Die geschnittene Paprika gebe ich in eine Schüssel rein. Nun schneide ich die Zucchini. Nun werde ich auf die Schnelle die Kartoffeln schälen. Die geschälte Kartoffeln werde ich jetzt waschen, mit Haushaltspapier abtupfen und dann klein schneiden. Die Kartoffeln kommen dann zu der Paprika und Zucchini in eine Schüssel rein. Jo, jetzt haben wir die Karotte. Ich entferne das Ende. Dann wird erstmal geschält. Die Karotte werde ich halbieren und dann in Halbringe schneiden. Die Karottenstücke kommen auch zu den anderen geschnittenen Zutaten rein. Und nur noch die Zwiebel. Die Zwiebel wird in kleine Würfel geschnitten. Die gebe ich separat in eine Schüssel rein. Und wenn ich schon dabei bin, hier alles klein zu schneiden, werde ich auch die Petersilie hacken. Die brauche ich zum Schluss, aber dann habe ich die Schnittarbeit hinter mir.
Gemüse schneiden haben wir jetzt erledigt und wir machen weiter am Herd. In einen Kochtopf gebe ich Sonnenblumenöl rein und lasse es sich jetzt. Nun werde ich die Zwiebel gleisig anbraten. Jetzt hat die Zwiebel einen goldbraunen Touch bekommen und dann gebe ich den Kohl rein. Auf den ersten Blick sieht nach viel aus, aber nachher dann reduziert sich der Kohl. Als nächstes gebe ich Tomatenmark rein. Es wird vermengt und anbraten lassen, bis der Tomatenmark sich aufgelöst hat. Nun füge ich die anderen Zutaten zu. Ich werde jetzt die Lorbeerblätter reingeben und würzen mit Salz und Pfeffer. Gut vermengen. Und ich lasse jetzt 2-3 Minuten alles zusammen schmoren, weil wir Aromen brauchen. Nun werde ich hier Wasser über das Gemüse gießen. Hier entscheidet ihr selber, ob ihr die Suppe dann flüssiger haben möchtet oder ein bisschen deftiger. Ich mag, wenn das auch ein bisschen dicker ist, die Suppe. Also hier ist euch überlassen, wie viel Wasser ihr rein macht. Die Suppe lassen wir jetzt kochen, bis das Gemüse gar ist. Ich werde mit der Gabel testen, den Gabeltest machen und ich schätze mal so etwa 20 Minuten. Nun werden wir den Gabeltest machen. Guck mal, die Kartoffel. Ja, die Kartoffel ist schon durch. Ja, die Karotte. Jetzt suche ich jetzt mal ein Stück Karotte. Weil Karotte braucht auch immer länger. Ja, die Karotte ist auch durch. Wir sind aber noch nicht fertig, da kommen noch 2 Sachen noch rein. Und zwar, ich werde jetzt die halbe Zitrone reindrücken. Den Saft brauche ich von der Zitrone. Und dann noch die Petersilie zufügen. Gut vermengen, dass der Zitronensaft sich gut verteilt. Dann lassen wir noch ein Minütchen auf niedrige Temperatur schmoren. Et voilà! Unsere leckere Kohlsuppe, unser super Gemüseeintopf ist jetzt fertig zum Servieren. Es schmeckt wunderbar, einfach zu machen, sehr gesund und was für ein Duft hier in meiner Küche sich verbreitet hat. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Was für Suppen mögt ihr? Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann würde ich hier die Suppen für euch kochen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir gehabt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei dem nächsten Video dabei seid. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.